My mom's music's not really my style und so. Und er ist ja auch okay, aber ich glaube, sie ist schon sehr stolz auf mich. Also Ich habe gestern fast 4 Stunden durchgetanzt und so. Oh, Papa, echt 4 Stunden durchgetanzt? Ich so, ja, warte. Also nicht so. Es war eine Hausparty, wo man sich auch unterhält, wo man Drinks trinkt und sowas. Es gab doch auch mal so ein bisschen das Gerücht, dass es nur noch so eine japanische alte Frau gibt, die 108 Jahre alt ist, die in Japan sitzt und schon so ganz alt ist, die so angekettet ist und die halt diese Nadeln irgendwie macht. Stimmt das? Wir hatten hier keinen Strom, kein Wasser. Jetzt kommt langsam Internet. Da könnt ihr ja richtig mal an den öffentlichen Geschehnissen teilnehmen. So. Das nennt sich dann im Osten Industriegebiet, ne? Aber ich glaube, die Kids werden meistens ja immer so das Gegenteil von den Eltern. Also sagt man ja so ein bisschen und deswegen habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Welcome to the Vinyl Matters Podcast, hier direkt aus dem Presswerk bei uns, Matter of Fact. Wir haben heute Synthi hier. Danke für dein geniales Set. Danke für die Einladung. Sie hat ein extrem geniales Hausset gespielt, aber richtig geil. Danke. Gestern Abend bin ich schon knappe 2,5 Stunden hast du gespielt. Ich glaube, ja. Wir waren gestern in Rostock auf einer Party und ich habe 2,5 Stunden komplett auf dem Floor verbracht. Sehr gut. Es war genial, es war wirklich genial. Es hat auch echt Spaß gemacht. Also nochmal Props an die Rostocker, das war auf jeden Fall mega cool dort. Ja. Und hat natürlich auch super gut gepasst, dass ich jetzt nochmal hier so einen kleinen Schwenker machen konnte. Und habt auf jeden Fall was richtig Cooles hier auf die Beine gestellt. Das ist die erste Maschine von New Build. Die bauen eigentlich diese Halbautomaten. Ah, okay, so, wo wir dann Splatter und den ganzen abgefahrenen Kram drauf machen. Und die haben jetzt den ersten Vollautomaten. Und hier hinten, das ist der Extruder. Ja. Da ziehen wir aus dem Big Bag dann das Vinylgranulat rein. Und der formt uns mit einer Schnecke praktisch und mit 130 Grad so einen homogenen Plastikcake. Ja. Den zeige ich dir nachher nochmal. Also hier passiert quasi das Gleiche, was Markus jetzt macht. Ja. Bloß, dass der den Keks automatisch, jetzt hat er ihn reingeschoben, kommt wieder zurück. Werden die Label reingetragen und dann pressen wir mit 100 Tonnen. Krass. Und der wirft auch auf eine Spindel und zieht dann eine Kühlplatte auch mit rüber. Ah, okay. Sodass er alle 5 Platten eine Kühlplatte hat, so brauchst du nichts mehr per Hand. Okay, das ist halt cool. Ich glaube, wenn er da jede Platte nochmal einzeln irgendwie in die Hand nehmen müsste, das wäre, ja. Macht Daniel danach, weil er auch die Zeit hat. Und so ersparen wir das, weil hier siehst du jetzt, guck mal. Ah, genau, ja. Da wird jede Platte... Quality Control, ja. Aber jede. Ja. Ich meine, das war sowieso so dieser ganze Prozess. Ich meine, du hast ja dann erst so die Mutter und die Masterfolie und dies und das ist ja eh schon so ein sehr, wie sagt man, komplexer Vorgang halt irgendwie. Ne? Ich glaube, viele Leute denken, du schickst dein Master hin und dann wird es gepresst, genau. Ne? Aber du brauchst ja erstmal eine Mutter. Und also ich meine, gerade in Corona hat es ja ewig gedauert und ich habe dann auch 2 Jahre nichts mit dem Label gemacht, weil ich gesagt habe, ey, ich meine, als Produzent, wenn du halt einen Track machst und der kommt ein Jahr später raus, hast du schon fast keinen Bock mehr, den zu releasen, weil du irgendwie, weil ich meine, deine Lernkurve beim Produzieren geht ja so schnell nach oben. Du denkst dann so, und du denkst dann so, Gott, was habe ich denn da gemacht? Gott, wie scheiße ist der abgemischt? Ich will es eigentlich gar nicht mehr rausbringen, weil du es dann mittlerweile schon besser geworden bist. Oder du hast halt einen Sommerhit und der muss in 3 Monaten raus. Und das ging halt nicht. Ja, genau. Und dann kommst du im Winter raus und es interessiert keine Sau. Und die Verkäufe waren da. Ich meine, du bist ja auch vom Fach so, du machst ja selber Musik, du weißt ja, was du brauchst oder was du halt willst oder worauf du halt achten musst. Genau. Ich meine, wenn jetzt einer Ingenieur ist und halt im Presswerk arbeitet, klar, der weiß, wie alles funktioniert, aber der weiß dann vielleicht nicht unbedingt, der denkt halt, naja, kleiner schwarzer Strich, was soll's, läuft doch irgendwie, ne? Genau. Letztendlich ist es so, dass wir uns immer wieder in Team-Meetings immer wieder abstimmen, sagen, in welche Richtung Qualität. Genau, Und nach den Jahren haben wir halt gemerkt, mit welchen Cut-Studios wir arbeiten. Wir arbeiten mit Scape und mit Schnittstelle, aber die Leute können auch anliefern, letztendlich. Wenn die mit Man-Made oder Calypso oder wir kriegen stellenweise Shuffle Master aus Japan, die Sachen und sowas dann. Ja. Wir haben mit vielen Galvanikern gearbeitet und haben festgestellt, in Sheffield ist das Stampede eine brachiale Qualität, also wirklich extreme Qualität. So. Und dass sie aus dem Vinyl noch mal alles rausholen und viele große Werke machen dann heimlich hintenrum so ein Direct Metal oder irgendwie sowas, wo wir nicht, wir machen den klassischen Lackschnitt, der ist einfach lauter und hat mehr Wumms dann. Ne? Nee, und ich bin ja eh immer so, weißt du, so ein treues Seelchen, wenn ich halt mit einer Person oder mit einem Business irgendwie zufrieden bin, dann gehe ich da auch nur hin. Also das dann, weil ich dann denke so, ey, ich meine, ich gebe dann lieber den Leuten halt die Kohle, anstatt dann wir haben so gemerkt, wir teilen immer auf, dass wir merken, wenn der eine krank ist oder im Urlaub, können wir da noch mal platzieren. Deswegen sind wir auch mit jetzt zu Scape gegangen, zum Stefan Bethke. Ne? Und never change a running system, wenn es dann hinhaut. Ja, auf jeden Fall, das ist mir auch wichtig. Also ich habe echt die Erfahrung gemacht, so, ne? Weil ich meine, man wird ja manchmal dann auch so ein bisschen so, ja, mach das doch mal da und da. Und dann denke ich so, naja, komm, ich probiere es mal aus. Und dann es geht meistens schief irgendwie. Ja, genau. Also,
Ja, und hier die Halbautomaten sind halt wirklich nachher dafür da, wenn du den Kek einlegst und noch was rüberstreust, dann machst du halt das Blättervinyl. Ah ja, genau, stimmt. Das sind mit diesen Streuseln. Dann wird so ein Gastrowagen dahingestellt, der heizt das nochmal auf und dann wie ein Koch können die dann wirklich... Und viele Bands machen dann 200 schwarz, 100 die so Splatter, 100 so, Limited Edition oder 500 so. Das sind dann die Sammelobjekte. Ja, genau, ja. Ich glaube, von meiner neuen gibt es so eine Marble, heißt das, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe ich habe, aber ich habe, glaube ich, so dünnsches Braun oder so. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich glaube, es ist lila, aber es ist irgendwie auf dem Bild kam es kurz mal so anders drüber. Das ist wie im Farbkasten. Zu viele Farben wird es meistens irgendwie braun. Ja, braun, oder genau. So, und dann denkst du so, coole, ja, so Kotze mit Erdbeeren. Crystal Clear hat die allerbeste Qualität. Wenn du das hast, was wirklich wie aussieht wie Glas. Okay. Ah, krass. Weil schwarz ist auch nur eingefärbt. Ja, schwarz ist praktisch Crystal mit bloß schwarze Pigmente oder irgendwie die schwarzen sowas, Pigmente haben die kleinste atomare Auflösung. Naja, wenn du halt farbiges Vinyl hast, ist der Klang halt irgendwie nicht so gut. Also ich meine, ich kann da keinen Unterschied hören, aber ich höre auch den Unterschied zwischen MP3 und WAV nicht im Club. Genau, das ist halt hier so Pain in the Ass. Ne? Oh. Okay. Und wir kennen viele Presswerke, die hauen das auch alles raus. Ja. So, speziell die großen, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber wir schmeißen nichts weg, gar nichts. Wir punchen die Dinger raus. Ah, okay. Ah, das macht ja. Dann werden die granuliert hinten im Granulator. Aha. Ich habe vorne auf dem Flur auch ganz viele Vertriebsrückläufer. Wir haben auch einen eigenen Vertrieb gestartet und sowas. Nachhaltiges Produkt, recycelte Platten, sodass die Leute wissen. Super geil, ja. So, und wir sortieren jetzt schon nach Farben, sodass wir sagen können, hey, wir machen jetzt mal eine weiße, alle Rottöne kommen in eine Tonne und sowas. Okay. Ne? Ja, cool, sehr geil. Und ich habe ja gestern, glaube ich, schon mal gefragt, wie lange gibt es das schon? Noch gar nicht so lang eigentlich. Ja, ne? 2,5–3 Jahre. Ja, ich meine, die sind ja auch froh, wenn halt hier auch was passiert. Ich meine, die meisten Leute werden ja wahrscheinlich dann doch irgendwie wegziehen oder irgendwo hingehen, wo es vielleicht das Ballungsgebiet ein bisschen größer ist. Ne? Aber ich meine, ich finde das cool, dass ihr dann hier... Ich meine, ihr kommt ja alle aus der Gegend, oder? Wir sind alle aus Güstrow. Ah, ja, perfekt, wir hätten auch einen anderen Standort nehmen können, so dichte Autobahn, dichte an Berlin genau, ran und alles sowas. Ne? Ja. Aber wir haben dann gesagt, wir machen es wirklich hier und jetzt pressen wir am Tag 1000 bis 2000 Platten dann. Ja, krass, ne? cool. In größter Handarbeit. Ja. Und im Manufakturprinzip. Wir haben gesagt, das Einzige, was uns noch absondert von allen anderen, ist wirklich dieses Manufakturprinzip. Jede Platte handkontrollieren, sodass die Leute wissen, was sie haben. Ja. Hier reinigen wir das Wasser. Das muss 100% rein sein, bevor wir daraus Wasserdampf machen können. Okay. Und hier wird dann praktisch der 200 Grad heiße Wasserdampf. Ich habe früher mir gedacht, Wasser 100 Grad? Hä? Ja. Aber unter Druck kannst du Wasser halt auch auf 200 Grad erhitzen. Dann raus zu den Pressen. Und dann haben wir hier die Kühlwassertanks, die riesengroßen 15 Kubikmeter draußen mit dem Kühlturm. 200 Grad geht rein und 60 Grad kommt wieder raus, weil das gibt ja Hitze ab. Genau, ja. Das muss wieder runtergekühlt werden auf 20 Grad und geht dann wieder in die Pressen rein als Kühlwasser. Als Kühlwasser, ne? Und das ist ein ganz abgefahrenes System. Die anderen Presswerke arbeiten alle mit Wärmetauschern. Wir haben praktisch ein komplett anderes System, aber dadurch haben wir immer 21, 22-gradiges Kühlwasser. Okay, ja. Hier trocknen wir die Label, weil jedes Papier hat Restfeuchtigkeit. Das merkst du nicht beim Anfassen, aber das würde uns in der Presse explodieren und dann bleibt die Farbe am Stamper kleben, das Label zerreißt. Und es macht sich hier natürlich ganz gut, weil wir hier schon so eine Temperatur drin haben. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Und die ganzen Tücken und alles zu entdecken und die Workarounds. Und da sind wir jetzt so gut wie durch, dass wir gemerkt haben, hey, wir haben so viel Wissen insgesamt jetzt. Ja. Alle sagen immer, ich starte mal ein Presswerk, wo ich sage, alles klar, wir sprechen uns in 2–3 Jahren nochmal wieder. Ja. Was du halt letztendlich, was da noch alles hinten dran steckt, weil ich meine, du kannst ja nicht einen hinstellen, der das so wie mit so einer Saftpresse quasi macht. Ja, nice. Bist du das erste Mal in einem Presswerk, so direkt? Nee, tatsächlich nicht. Ich war ganz früher mal in einem Presswerk, ich glaube in Dietzenbach. Aber das ist auch schon ewig, genau. Schon 20 Jahre oder so. Ja. Wir konnten dir ja heute ein paar Geheimnisse zeigen. Ich wollte eigentlich noch, dass du mal auch mal einen Knopf druckst und rausholst. Ich will nichts kaputt machen. Wenn ich nichts kaputt mache. Okay. Machen wir das. Die Leute haben fleißig geniale Schallplatten im Hintergrund gepresst. Was steht bei dir als nächstes an so? Tourmäßig oder releasemäßig oder beides? Alles, ja, genau. Alles. Tourmäßig, releasemäßig, Also releasemäßig kommt jetzt was Neues raus auf Aus Musik. Ja. Ist ja so da gab es einen Teaser schon. Ne? Ja, genau, der Rave Baby. Genau. Mega Track. Und ich meine, das ist ja so mein Home away from home. Ich bin ja immer so sehr picky, wo ich halt release, aber die haben mich ja immer mega supportet. Ich habe da ja mal ein Album gemacht, ne, was ihr ja vor ein paar Tagen dann auch gezeigt habt, genau. Nochmal Props an Markus, ja. Und genau, jetzt gibt es eine neue Single, die kommt jetzt irgendwie am 6. Dezember raus.
Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal jetzt auch in Brasilien. Da freue ich mich mega, weil es war so ein bisschen auf meiner Bucketlist. Sonst war ich ja schon überall und jetzt hat es endlich geklappt und ich glaube, das wird ganz cool. Bin auf jeden Fall mega aufgeregt. Ins Warme fahren. Ja, ich hoffe, dass es da noch warm ist. Also ich packe nichts Dickes ein. Also. Haben die da Winter? Nee, ich glaube, die müssten da Sommer haben, theoretisch. Ja, ich muss auch noch mal genau gucken, weil manchmal ist ja dann auch so ein bisschen eine Übergangszeit, wo es noch nicht ganz so warm ist. Aber ich habe auf jeden Fall, ich rechne jetzt mal mit 30 Grad. Ja, mal schauen, ich hoffe, das ist schon okay. Das ist schon Betriebstemperatur auf jeden Fall. Genau. Und wird es ein Open Air oder? Beides. Ich glaube, ich spiele einmal auf dem Digital Festival. Das ist ja eigentlich aus Amsterdam. Die haben da aber Digital Sao Paulo ist das. Genau, Digital Festival. Genau, und da spiele ich. Und witzigerweise, also es war erst ein bisschen blöd in Anführungsstrichen, weil ich quasi theoretisch nur für den einen Gig hingeflogen wäre. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich davor und danach schon Gigs hatte und die konnte ich nicht absagen. Und jetzt ist aber glücklicherweise dienstags da ein Feiertag und deswegen kann ich dann noch mal nach Rio sausen und spiele dann noch mal im The Edge. Und deswegen kurze Tour, aber ist auf jeden Fall erstmal so den Aber Wahnsinn, dass das geht. So schnell mal rüber, ne, 2 Venues spielen und dann... Ne. Also sonst gucke ich schon, dass ich immer so 2 Wochenenden unterwegs bin, weil das natürlich so ökologisch und so natürlich... besser ist oder halt, man kann sich dann noch ein bisschen besser akklimatisieren, aber es war jetzt ein bisschen blöd, weil ich halt davor und danach schon Gigs hatte und die wollte ich natürlich dann auch nicht absagen, aber ich hoffe mal, dass ich da gut spiele und einen bleibenden Eindruck hinterlasse und dann, dass ihr dann direkt anruft, du musst wiederkommen. Ich mache mir da keine Sorgen, glaube ich. Danke dir. Ist halt ja immer so, ne, dieses, okay, du bist halt viel unterwegs, das ist natürlich geil, weil man freut sich ja, viele Gigs zu haben, aber auf der anderen Seite denke ich halt, dass so 4, 5 Studiotage in der Woche wären halt schon auch geil. Ja, auch mal hintereinander wirklich drin zu sein, so einen Fluss zu entwickeln und sowas. Genau, ne? und ich meine, das schaffe ich auch ganz gut, aber dann ist halt wieder so, okay, dann bin ich halt wieder 10 Tage weg in Amerika auf Tour, was ja auch geil ist, ne? Aber dann kommst du zurück und manchmal ist das dann so, dann scheiße, woran habe ich denn als letztes gearbeitet? Ja. Man ist dann erstmal irgendwie so Blackout-mäßig raus und dann so, okay, alles klar. Und dann so 5 halbfertige Tracks. Ja. Alles klar, so. Okay, so. Vor allen Dingen bei Synthesizern ist es ja letztendlich auch so, dass du bist dann 19 Uhr abends und sagst so, ey, wenn ich jetzt alles ausmache. Ja, dann ist es weg. Ja. Also jetzt erstmal so die Record-Session noch irgendwie hinten dranhängen und jetzt alles nochmal, alle Loops rekorden, alle Drum Machines, alles irgendwie so und dann danach so, oh, jetzt mache ich endlich aus, jetzt ist es so ein Fall. Genau, oder man schreibt sich dann hier, ich mache immer hat er sowieso auch. Ja, ich mache mittlerweile auch irgendwie, wenn ich eine gute Einstellung habe oder so, mache ich dann auch irgendwie so ein Foto. Und dann, genau. Ich meine, jetzt zum Beispiel so ein Juno oder so, wenn du den ausmachst und dann wieder anschaltest, wenn die Regler alle so stehen bleiben, dann klingt es ja auch wieder gleich. Ne? Aber klar, man hat manchmal so Sachen, wo du dann irgendwie digital nochmal sowas verstellst und dann, nur auf jeden Fall immer Fotos mal. Ja, es geht mir, und dann abends, dann denkt man so, ist schon dunkel, gehe ich jetzt, ich habe mein Studio bei mir im Keller, gehe ich jetzt hoch zur Familie. Ich muss noch aufnehmen, rekorden, erstmal einmal eine Runde. Das ist natürlich cool, wenn man es irgendwie im Haus hat, das wäre auch noch so ein Traum für mich, aber ich muss ein bisschen fahren, ich glaube so 20 Minuten. Berlin ist halt komplett was anderes. Hast extrem viel Input, ne, was uns ja hier fehlt, auch so. Oder Leute, die einen direkt so in der Nachbarschaft irgendwie beeinflussen oder sowas. Ja. Ne? Ich meine, ich hatte ja auch immer so meine Pausen, in denen ich gar nicht produziert habe. Und mittlerweile ist wirklich so, ich habe halt einen Sound im Kopf und ich weiß halt genau, wie ich den halt so kreieren kann, dass er halt so klingt. Oder ich höre irgendwie eine alte Platte und da ist irgendwie ein Sound drin, den ich ganz geil finde oder ganz interessant. So mittlerweile ist wirklich so zu 95%, wo ich denke so, cool, hast du irgendwie fast hingekriegt. Ne? Ja. Und dann macht es auch irgendwie Spaß, als wenn du dann da sitzt und machst halt irgendwie so einen Drumloop und es klingt halt irgendwie total stuhl und gehst halt frustriert nach Hause. Und mittlerweile ist es echt so, dass ich eigentlich fast aus jedem Loop irgendwie was machen kann. Und das Einzige, was mich jetzt mittlerweile nervt, ist, oder was heißt nervt, ist eigentlich auch eher so, wie sagt man, complaining on the highest level. Halt, wie gesagt, das Studio ein bisschen näher dran, weil mein Plattenladen ist ja genau neben unserer Wohnung. Also, das ist ja schon mal gut. Genau, du gehst halt runter 1 Minute. Es ist nicht das gleiche Haus, aber es ist genau nebenan und das ist natürlich perfekt. Also es ist so eine, wie sagt man, so eine Erweiterung vom Wohnzimmer und ich mache halt auch immer so Witze, weißt du, so meine Tochter wird jetzt auch älter und braucht immer ein bisschen länger mal im Bad und dann, wenn halt oben besetzt ist, rennst du halt mal schnell runter. Das ist halt schon ganz praktisch. Ja. Nee, aber ich bin ganz guter Dinge. So die Clique von meiner Tochter, die ist echt ganz vernünftig und so. Die sind eigentlich fast noch so ein bisschen babymäßig. Manchmal sage ich halt auch irgendwie zu meinem Mann so, ey, eigentlich wäre es geil, weißt du, ich würde mir wünschen, wenn die mal rausgehen, mal ein Bier trinken, weißt du, weil die fast schon so ein bisschen zu langweilig sind. Aber ich meine, wenn das halt das Ding ist, also lieber so als ne? Genau. Ja. Ne? Und den Weg, den schreiten sie ja nachher später selber. Und wir sehen ja auch immer wieder,
das Ding Familie, DJ, Kinder, ist ja so ein, entweder, es gibt ja da alle Storys, ne, wenn man das so, Fall, und da kann man immer wieder sagen, wenn man nach Hause kommt und da jemanden hat, der irgendwie einen orientierten Weg geht und weiß, was er machen will, dann ist immer so. Auf jeden Fall. Feiert deine Tochter dich auch so? Oder ist das so, ja, deine Musik ist cool, aber oder? Also sie sagt so, also ich frage sie natürlich mal, ob sie mitkommen will oder so scherzhaft irgendwie. Ich weiß nicht, als wir da jetzt in Korea waren, haben die natürlich auch gefragt, ja, kommst du mit heute Abend? Sie so, nee, it's not really my style und so. Also sie spricht da auch super gut Englisch und dann so, ne, my mom's music is not really my style und so. Und er ist ja auch okay, aber ich glaube, sie ist schon sehr stolz auf mich, also... Ja. Meine sagt dann immer so, kannst du noch einen Ticken schneller und irgendwie und das ist halt so diese wo ich immer sage, tanzt ihr, was macht ihr? Genau. Ich hatte heute Morgen so zu ihr gesagt, ich habe gestern fast 4 Stunden durchgetanzt und so. Oh, Papa, echt 4 Stunden durchgetanzt? Ich so, ja, warte. Also nicht so. Es war eine Hausparty, wo man sich auch unterhält, wo man Drinks trinkt und sowas, wo man wirklich denkt, das ist dann aber kein Tanzen, sagt sie so. Ne? Schunkeln vielleicht. Ist dann nicht dieses ruckhafte Zappeln. Oh Gott, ja. Geniales Set gewesen, freue ich mich total. Das läuft dann wieder schön auf Dauerschleife. Wir haben dann immer hier, ja überall unsere Sonos stehen und dann kommt man morgens hier schon rein und dann... genau. Schon voll am Schaffeln. Ja, genau. Ich habe noch ein paar Platten mitgebracht. Ein paar, okay. Gott sei Dank bin ich beim LKW. Wir haben ja eigenen kleinen Vertrieb. Vielleicht, wir können uns ja auch mal irgendwie connecten. Dass super gerne, ja. Ein Besuch ist sowieso mal Pflicht, ne? Ja. Elevate Store bei dir. Fall, genau. Ja, sag Bescheid, wenn ihr da seid. Dann kommen wir mal lang bei euch, machen wir einen schönen Tag. Ein paar Slipmats kann man immer gebrauchen. Genau, ja. Von heute mal ein Vinyl Matters, Slipmats. Vor allem zum Reisen auch. Und ein paar Scheiben hier, Berg Audio. Die kenne ich ja, von Nikita, ne? Ja. Genau. Sehr gut. Von mir was, die No One-Sachen, Dubby, Punchy. Wenn nicht, dann gibst es an jemanden, der es mag. Du weißt ja, mit Platten umzugehen. Genau. Ein paar schöne Sachen hier, Kabinett Records. Ah, super. Genau. Ja. Der Daniel Paul. Ja. Kabinett mag ich auch sehr gerne. Ja. Der Traumerlebe. Ja. Von mir eine neue Sache. Ich gehe auch jetzt komplett Richtung Punchy, schnelleren Haus. Ja. So. Habe ich richtig Bock drauf. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Aber es ist eigentlich fast schon wie so ein Disco-Cover oder so ein 80er, so ein 80s-Ding. Das sieht super geil aus. Ja. So einfach. Ne? Ja, schöne Farben auf jeden Fall. Ein bisschen was von früher mal mit aufgreifen. Cool. Guck einfach mal durch. Ja. Hier ein Neurotron-Projekt. Das ist von mir auch ein altes Projekt. Das erwecke ich gerade wieder zum Leben. Das ist so Detroit House, Elektro. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was für mich dabei. Ein schönes von Lack of Access von Andrei Pushkaev. Ah, geil, auch hausig. Ja. Also ein richtig bisschen geiles, reduzierter, oder? Genau, richtig cooles Zeug. Cool. Eine Bergplatte. Ja. Und hier eine handbestempelte Bergplatte. Oh, super geil, ja. Von mir die Open Your Eyes. Cool. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Danke nochmal für die Einladung. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Komm gut nach Hause. Mach ich. Danke. Wunderbar. Ciao, bis zum nächsten Mal. Matter of fact.